Um Bilder zu erzeugen, da stehen Ihnen ganz viele KIs zur Verfügung. Ich zeige Ihnen jetzt die, mit denen ich normalerweise arbeite, wenn ich Bilder erstellen will, die auf einer Website landen sollen. Und da gibt es so ein paar Details. Ich will jetzt nicht total tief einsteigen. Wenn Sie das Ganze als Kunstprojekt machen, dann müssen Sie sich noch richtig viel reinfuchsen und viel Zeit damit verbringen. Aber um ein paar schöne Bilder für eine Website zu erstellen, dafür reicht es in jedem Fall. In ChatGPT ist eine Bild-KI eingebaut. Früher war das DALL-E, heute ist das einfach eine Bild-KI ohne eigenen Namen. Die können wir hier direkt im Chatfenster mit Informationen versorgen über die Bilder, die wir gerne hätten. Ich habe jetzt hier in der Zwischenablage einen Prompt, den wir für eines unserer Beispielprojekte erstellt haben und lassen ihn jetzt hier dieses Bild einfach mal erzeugen. Das dauert natürlich einen Moment. Das Ergebnis ist ein relativ fotorealistisches Bild. Das sieht aus wie Trainingsschuhe. Auf den ersten Blick ist es nicht gleich als KI generiert zu erkennen, finde ich. Irgendwas sieht komisch aus mit dieser Trinkflasche, die ein bisschen zu nah an den Schuhen steht, aber eigentlich ist das schon ziemlich gut. Das könnte ich jetzt auch hier tatsächlich noch ändern lassen und sage der KI jetzt, dass sie bitte hier das korrigieren soll und die Trinkflasche etwas in einem größeren Abstand platzieren soll. Und das Schöne eben hier an der neuen Version von ChatGPT und der Bildgenerierung ist, dass ich tatsächlich hier Bildbearbeitung im Chat machen kann. Das ist wirklich eine Sache, die ist super praktisch und ich kann dann ohne viel rumzuzeichnen einfach nochmal eine leicht modifizierte Version in Auftrag geben. Schauen wir mal, was hier jetzt so rauskommt. Ja, ich finde, das Ergebnis ist eindeutig besser. Er hat auch genau das gemacht, was ich ihm gesagt habe, was er bitte machen soll. Es ist ein bisschen von den Größenverhältnissen vielleicht noch nicht genau das, was ich haben will. Aber was großartig ist, das Bild an sich hat sich nicht verändert. Ich kriege eigentlich nochmal genau das gleiche Bild, mehr oder weniger, nur ein klein wenig verändert nach meinem Prompt. Ich kann aber auch natürlich größere Änderungen einfordern und zum Beispiel hier sagen, mach mir doch bitte eine einfache Illustration daraus. Schauen wir mal, was ChatGPT damit macht. Das hier ist doch schon ziemlich ordentlich, finde ich. Das ist freigestellt, das ist eine simple Illustration. Das ist eigentlich genau so, wie ich es verwenden würde für eine Illustration auf einer Website. Das gefällt mir außerordentlich gut und das zeigt das große Potenzial von diesem neuen Bildbearbeitungstool, was jetzt in ChatGPT enthalten ist. Ganz kurz möchte ich Ihnen noch zeigen, wie das vorher mit DALL-E ging. Das ist die vorige Version, die in ChatGPT drin war. Einfach mal, damit Sie auch den Unterschied sehen und dass Sie wissen, wie es auch noch gehen kann und mit welchen Problemen man auch kämpfen kann. Es gibt einen speziellen Look, der da rauskommt, der vielleicht auch manchmal gewollt ist. Den werden vielleicht manche vermissen. Aber alles in allem ist das doch ein großer Sprung, den wir jetzt hier mit der neuen Version von der Bild-KI in ChatGPT gemacht haben. ChatGPT hat integriert DALL-E, das ist das Bilderzeugungsprogramm, was eben da drin ist. Aber ich muss ihm hier an der Stelle noch sagen, dass ich jetzt ein Bild haben will. Das heißt, ich sage hier noch dazu, create a photo of a close-up product photography und so weiter. Genau, das heißt, das ist für dieses Beispielprojekt, was wir haben von 2 FitnesstrainerInnen, die eine Website haben wollen. Und jetzt schauen wir mal, was bei DALL-E da so rauskommt. Ich kann da übrigens nicht wahnsinnig viel einstellen. Ich kann noch sagen, ich will Querformat, Hochformat, quadratisch, aber das ist im Wesentlichen alles. Und das Ergebnis ist so dieser typische ChatGPT-Look, ja, das sieht so ein bisschen realistisch aus, aber auch ein bisschen falsch. Also es ist eindeutig computergeneriert. Und hier mit den 2 unterschiedlich farbigen Socken, das kann irgendwie auch ganz lustig sein.
In den meisten Fällen ist aber komisch und die Beine sehen für mich auch eher so nach Roboterbeinen aus. Also das wäre etwas, wo ich sagen würde, naja, für eine Website vielleicht jetzt nicht so gut. So viel zu DALL-E. Nun sehen wir uns meine nächste Empfehlung an. Das ist Midjourney. Midjourney ist vor allen Dingen dann hervorragend, wenn ich Fotos machen will. Also Bilder, die möglichst fotorealistisch aussehen sollen. Wir nehmen wieder aus unserer Zwischenablage die Beschreibung von dem Foto, was wir gerne hätten, sagen, wir wollen hier vielleicht ein paar Einstellungen machen und klicken hier auf dieses kleine Icon mit den Schiebereglern. Und da kriege ich die wichtigsten Möglichkeiten hier erstmal. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, 16:9. Nee, ich will da zum Beispiel ein quadratisches. Die Modelle hier lasse ich erstmal, wie sie sind. Personalisierung ist ein super spannendes Thema, führt jetzt hier aber ein bisschen zu weit. Nur so viel. Sie können da Dinge hinterlegen, Beispielbilder und Stile, die dafür sorgen, dass die Sachen immer aussehen wie von Ihnen persönlich und wie sozusagen zu dem Projekt gerade passend sind. Das heißt, wenn ich eine Website mache hier und viele Bilder für diese Website erzeugen will, dann gehe ich hier in die Personalisierung und hinterlege da Bilder, damit das einigermaßen einen einheitlichen Look bekommt und nicht nur durch die Beschreibung hier eben diesen einheitlichen Look bekommt, sondern eben auch dadurch, dass ich da Bilder hinterlege. Ästhetik, wie diese Regler hier alle funktionieren, die probieren Sie am besten tatsächlich selber aus. Die kann man theoretisch erklären, aber das macht eigentlich auch total Spaß, da ein bisschen rumzuspielen. Alles andere lasse ich tatsächlich auch erstmal, wie es ist, und gehe jetzt auf den kleinen Papierflieger, um den Auftrag loszuschicken. Das hat geklappt. Man denkt erstmal, es hat nicht geklappt. Das UI ist noch nicht so super ausgereift, aber Sie sehen jetzt hier im Bereich Create, da läuft was. 0 von 1 wurden erzeugt. Wenn Sie da draufklicken, ist dieses blöde Ding immer noch offen. Ein Klick macht es hier wieder zu. Und da sind schon hier 4 Varianten erstellt worden. Sie sehen also hier, 4 Varianten sind immer erstellt worden. Ja, das ist standardmäßig so eingestellt. Sie kriegen immer 4 Beispiele. Und die Beispiele sehen schon ganz anders aus als die von DALL-E. Das sind schon fast Fotos, ja. Also das ist jetzt noch nicht das Maximum. Ja. Ich kann mir das auch noch höher aufgelöst rausrechnen lassen. Aber das sieht doch schon ziemlich gut aus nach einem Foto, was ich tatsächlich verwenden könnte. Ich kann jetzt hier rechts weiterklicken. Das sind nur diese Trinkflaschen. Nochmal hier mit Fitnessgeräten im Hintergrund. Gefällt mir sehr gut auch. Und hier nochmal mit so einem Fuß gefällt mir noch nicht ganz. Aber da kann ich jetzt hier weiter mitarbeiten. Ich kann jetzt hier verschiedene Möglichkeiten der Variationen mir erzeugen lassen. Ich sage zum Beispiel, ich möchte jetzt hier Varianten haben, die sehr deutlich unterschiedlich sind, aber das als Basis nehmen. Und jetzt wird wieder hier im Hintergrund gerechnet. Ich klicke mal dahin, da sehe ich auch den Verlauf, was da so passiert. Er rechnet vor sich hin. Und ich habe jetzt 4 Varianten, die deutlich unterschiedlich sind. Und da sind natürlich auch Varianten dabei, mal die Quatsch sind hier mit diesen lustigen, ja, ich weiß nicht, was es ist, Befestigungen, die er da sich ausgedacht hat. Interessant. Aber hier das mit dem Band, das sieht schon wieder realistischer aus. Diese Flasche, okay, wenn man genauer hinschaut, wundert man sich. Und auch so ein einzelner Schuh, irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus, als wäre da was verloren gegangen. Mit den 2 Schuhen, das finde ich wieder ganz gut. Ja. Und nur noch eine Sache, die ich Ihnen mit Midjourney zeigen möchte, weil sie eigentlich ziemlich cool ist. Ich kann zum Beispiel dieses Bild, wenn mir das ansonsten gefällt und ich nur diese komischen Schnüre da weg haben will, kann ich sagen, ich will dieses Ding verändern, gehe auf den Editor und lösche diese komischen Schnüre da mal weg. Ja, das heißt, ich mache hier einfach ein Loch an die Stelle, wo die Schnüre sind. Und wenn ich da ein Stück von dem Schuh mit wegmache, ist das auch gar nicht schlimm im Normalfall. Da fällt ihm schon ein, dass er da wieder einen richtigen Schuh hinmachen soll. So ganz grob kann ich da drüber gehen, das reicht schon. Sage Submit und schaue wieder hier, was passiert. Er macht wieder 4 Varianten dafür.
Und ich sehe, die Varianten haben diese komischen Schnüre nicht mehr. Die ist noch nicht ganz fertig, jetzt ist sie 100% da. Hier, diese Schnüre, die gefallen mir, die sehen aus, wie sie aussehen müssen. Und die anderen Varianten, die ich hier auch noch sehe, da sehen Sie, der Hintergrund ist ein bisschen unterschiedlich jeweils. Hier ist ein komischer Verhau von irgendwelchen Rohren entstanden. Wenn man da genauer hinguckt, stellt man fest, da stimmt irgendwas nicht. Aber das da sieht gut genug aus und das funktioniert ziemlich gut. Spielen Sie damit mal ein bisschen rum. Ich finde, mit Journey ist ein wahnsinnig faszinierendes Ding. Sie können da noch viel, 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 viel mehr machen, wenn Sie hier diese ganzen Optionen sich mal alle reinziehen. Aber selbst wenn Sie das nicht tun, mit dem, was ich Ihnen hier gezeigt habe, können Sie für die meisten Websites so gute Bilder erstellen wie in keinem anderen Tool. Mir jedenfalls geht's so. Damit wechseln wir zu Firefly. Das hat den Vorteil, dass alle, die ein Creative Cloud Abo haben von Adobe, kostenlos hier auch eine Menge Credits kriegen, um Bilder zu erzeugen. Ich kopiere jetzt hier wieder meine Beschreibung rein und sage generieren. Und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die sind auf der ersten Seite alle nicht da. Die kriege ich erst hier. Das heißt, ich muss erstmal schon mal was machen, bevor ich eine Möglichkeit habe, daran irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Und ich finde, interessanterweise sieht das ziemlich ähnlich aus wie das, was DALL-E gemacht hat vom Stil. Vielleicht ein bisschen realistischer. Und hier mache ich dieses Fenster mal weg. Und jetzt kann ich hier sehen, was ich da in Firefly alles noch einstellen kann. Die Formate natürlich hier. Ich kann auch sagen, ich will eben kein Foto machen, sondern was Künstlerisches. Ich kann verschiedene Referenzen mir auswählen oder welche hochladen. Ich kann verschiedene Regler für die visuelle Intensität auch noch einstellen sozusagen. Ich kann verschiedene Effekte mir aussuchen, kann Farbvorgaben ändern, Beleuchtung, Kamerawinkel. Also ich kann hier schon ganz schön viel auch noch einstellen. Und ich finde, für so Produktfotografie und so funktioniert das mit Firefly eigentlich ganz ordentlich. Kann man gut machen. Bisschen realistischer als mit DALL-E. Für Fotos von Menschen allerdings ist es oft schwierig. Ich zeige mal als Beispiel hier einen weiteren Prompt, der aus dem Beispielprojekt für dieses Fitnesstrainer-Duo stammt, wo Menschen drauf zu sehen sein sollen. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir ja heute Glück, aber ich finde das oft so ein bisschen schwierig. Ja? Also hier diese Leute, diese Silhouetten da im Hintergrund, die sind so ein bisschen komisch. Und auch hier diese Figur, das ist kein Mensch, sondern das sieht eher so ein bisschen nach Body-Horror-Movie aus. Also das kann ich zumindest mit Firefly nicht so. Also Menschen mit Firefly ist für mich ein Glücksgriff, wenn es mal funktioniert. Ich verwende dafür einfach mit Journey. Und jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren Open-Source-Lösungen, also zwei Open-Source-Lösungen im Gegensatz zu den bezahlten proprietären Systemen, die wir eben angeguckt haben. Da nehmen wir wieder unser Beispiel mit der Produktfotografie. Das ist jetzt ein Tool, Mammoth, das Mammut. Da kann ich ein Abo abschließen und kriege dann ganz viele Sprachsysteme und Bilderzeugungsprogramme. Also jetzt hat er mir das als Datei hochgeladen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich kopiere mir das nochmal ordentlich. Das aus einer Excel-Tabelle rauskopiert und da hat er irgendwie da gemeint, er muss da einen Screenshot draus machen. Jetzt, das ist ein ordentlicher Text, den kopiere ich rein und jetzt sehe ich, was ich alles zur Verfügung habe. Ja, ich habe jetzt hier eben so verschiedene Textmodelle zur Verfügung. Die machen jetzt keinen Sinn, weil ich will ja keinen Text, ich will ein Bild. Und ich habe Bildmodelle zur Verfügung und kann jetzt hier zum Beispiel auch mit Journey aufrufen. Aber ich habe hier kein ordentliches UI. Ich kann jetzt das Bild generieren, aber nicht, wie eben gezeigt, die ganzen Feineinstellungen da machen. Aber für einen schnellen Test ist das mal ganz gut. Ich teste jetzt mal Flux. Das ist ein deutsches Unternehmen, was ein Open-Source-Modell eben namens Flux entwickelt hat. Die Leute, die da dran arbeiten, die waren vorher bei Stable Diffusion mit beteiligt, haben da geforscht. Und das ist für so einen ersten Entwurf schon mal gar nicht schlecht. Wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, irgendwas
stimmt mit diesem Schuh nicht. Der ist irgendwie so ein Zwei-Richtungsschuh und der Schuh passt auch nicht dazu. Aber das sieht schon ziemlich gestochen scharf aus und gefällt mir eigentlich auch mal ganz gut. Kann man noch ein bisschen mit rumspielen. Wie gesagt, die Einstellungsmöglichkeiten hier in Mammoth sind leider beschränkt. Man kann auch am Prompt arbeiten nochmal und den Prompt bearbeiten und nochmal neu starten. Ich will jetzt aber zum zweiten Open-Source-Modell gehen, was häufig verwendet wird. Das ist Stable Diffusion, was hier auch drin ist, und sage Reprompt with Stable Diffusion. Das heißt, dann wird dasselbe Bild in Stable Diffusion nochmal gerechnet. Und der Look ist für mich, für das, was ich mit Mammoth und Stable Diffusions rauskriege, relativ typisch. Sie sehen wieder ein bisschen abstrahiert, ein bisschen mehr in das, was DALL-E auch gemacht hat vom Stil her. Aber ich finde es ganz gut, ja. Wenn das passt für ein Projekt, kann das auch echt eine Option sein. Das ist nicht ganz so dieser fotorealistische Look, ein bisschen abstrahierter, aber kann auch passen. Probieren Sie es aus, machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen. Bei Bildgenerierung ist es einfach so, die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Sie haben jetzt einen ersten Eindruck, in welche Richtung es jeweils geht. Probieren Sie ein paar Sachen aus und mit Mammoth zum Beispiel können Sie eben mit verschiedenen Systemen mal ein paar Erfahrungen sammeln, nur leider eben ohne die Möglichkeit, hier Detaileinstellungen zu machen. Viel Spaß dabei.